Hallo und Servus bei einem neuen Video von mir. Ich möchte dir heute den Hitzinger Friedhof zeigen. Zuerst ein wenig die Geschichte von diesem Friedhof erzählen und danach zeige ich dir einige Berühmtheiten, die hier bestattet sind. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Also, los geht's. Am südlichen Rand von Hitzing, nur einen Steinwurf vom Schlosspark Schönbrunn entfernt, liegt einer der historischsten Friedhöfe Wiens, der Hitzinger Friedhof. Bevor es den heutigen Friedhof gab, gehörte Hitzing bis 1786 zur Pfarre Penzing. Die Toten wurden damals auf dem Gottesacker zu Penzing beigesetzt. Doch bereits im 17. Jahrhundert finden sich Spuren eines Friedhofs rund um die Maximstraße und Trautmannsdorfgasse, darunter ein altes Friedhofskreuz aus dem Jahr 1619. Mit der Pfarrerhebung von Hitzing gründete man den neuen Friedhof am heutigen Standort. Der sogenannte Leichenhof wurde am 12. Februar 1787 feierlich vom Klosterneuburger Dekan Marcellin-Jani geweiht. Zu Beginn bestand er aus einer relativ kleinen Fläche, die aber bald erweitert werden musste. Bereits kurze Zeit nach seiner Eröffnung wurde der Hitzinger Friedhof erweitert. 1794, 1817 und 1835, wobei 1835 erstmals eine Mauer als Einfriedung errichtet wurde. 1861 übernahm die Gemeinde Hitzing den Friedhof in ihren Eigentum. Nach der Eingemeindung Wiens im Jahr 1892 wurde der Friedhof Teil des städtischen Bestattungswesens und als interkonfessioneller Friedhof für Hitzing und die Bewohner von Schloss Schönbrunn bestimmt. Am Ende des 19. Jahrhunderts wuchs der Friedhof weiter. 1897 nahm man ein neues Leichenhaus mit 2 Kammern und Wärterwohnung in Betrieb. 1905 war die Fläche bereits auf über 26.000 Quadratmeter angewachsen. Und 1907 kamen weitere 15.967 Quadratmeter hinzu. Dieses neue Areal wurde am 4. Jänner 1908 geweiht. Zwischen 1918 und 1944 wurde die Totenstätte weitere 4 Male erweitert. In den 1930er Jahren kam es außerdem zu bedeutenden Umbau- und Renovierungsarbeiten an bestehenden Gebäuden. Um den steigenden Anforderungen an Bestattungsmöglichkeiten gerecht zu werden.
In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs wurde die Friedhofskapelle und die Aufbahrungshalle schwer beschädigt. Die Wiederherstellung konnte erst 1947 abgeschlossen werden. Die Aufbahrungshalle wurde 1952 umgestaltet, die Kapelle 1963 renoviert und erweitert. In den 1950er Jahren wurde der Friedhof erneut erweitert. 1970 wurde der alte Friedhofsteil im typischen Biedermeierstil renoviert. Anfang der 1970er Jahre erhielten die Aufbahrungshalle und die Kapelle eine Neugestaltung, nach Plänen des Architekten Erich Boltenstern. 1979 folgte die letzte größere Erweiterung des östlichen Randes. Der Hitzinger Friedhof ist nicht nur historisch, sondern auch kulturell bedeutend. Hier ruhen zahlreiche Persönlichkeiten wie Grillparzer, Klimt, Hollein und viele mehr. Waltraud Haas war eine österreichische Schauspielerin und Sängerin. Sie erreichte durch ihre Auftritte in Heimat- und Musikfilmen wie Der Hofrat Geiger und Im Weißen Rössl große überregionale Bekanntheit. Erwin Strahl war ein österreichischer Schauspieler, der vor allem im Theater, Film und Fernsehen tätig war. Seine Karriere begann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg am Theater,
wo er auf zahlreichen Bühnen im deutschsprachigen Raum auftrat. Ab den 1950er Jahren war er auch im Film zu sehen. Häufig in Heimatfilmen oder in Unterhaltungsproduktionen, in denen er oft elegante oder auch zwielichtige Charakter spielte. Privat war er mit der bekannten Schauspielerin Waltraud Haas verheiratet, mit der er auch gemeinsam auf der Bühne stand. Robert Hochner war ein österreichischer Journalist und einer der bekanntesten Fernsehmoderatoren des Landes. Bundeskanzler, wenn Sie diese 10 Jahre an der Regierungsspitze zusammenfassen, worauf? Zwischenzeitlich war er auch Chefredakteur der Arbeiterzeitung, kehrte jedoch später wieder zum Fernsehen zurück. Hochner erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter die Goldene Romy, und beeinflusste den österreichischen Nachrichtenjournalismus nachhaltig. Sein Name lebt heute unter anderem im renommierten Robert-Hochner-Preis weiter. Carlo Böhm war ein österreichischer Schauspieler, der vor allem durch seine Arbeiten am Theater und im Fernsehen bekannt wurde. Er stand auf bedeutenden Bühnen wie dem Theater in der Josefstadt und später am Wiener Volkstheater. Neben seinen umfangreichen Theaterarbeiten war er auch im Film und Fernsehen zu sehen. Besonders bekannt wurde er durch seine Rolle als Dribbler in der Kultserie Kottern ermittelt. Auch in anderen bekannten Produktionen wie Ein echter Wiener geht nicht unter wirkte er mit und prägte so die österreichische Fernsehlandschaft über Jahrzehnte. Jean-Baptiste Clary war ein französischer Kammerdiener, der vor allem als treuer Begleiter von König Ludwig XVI. Bekannt wurde. Geboren wurde er 1759 in Frankreich und diente zunächst am königlichen Hof, bevor er während der Französischen Revolution eine entscheidende Rolle spielte. Als Ludwig XVI. Im Tempelgefängnis inhaftiert war, blieb Clary bis zu seiner Hinrichtung im Jahr 1793 an seiner Seite und unterstützte ihn in den letzten Monaten seines Lebens. Sein Lebensabend führte ihn nach Österreich, wo er 1809 verstarb. Heinz Konrads war einer der bekanntesten Entertainer Österreichs und prägte Radio und Fernsehen über Jahrzehnte hinweg. Besonders große Bekanntheit erlangte er mit seiner Radiosendung Was gibt es Neues?, die er über 40 Jahre lang moderierte und die zu einer Institution der österreichischen Unterhaltung wurde. Auch im Fernsehen war er ein Publikumsliebling, etwa mit der Sendung Guten Abend am Samstag. Sein typischer Begrüßungsspruch macht ihn weit über Österreich hinaus bekannt. Guten Abend, meine Damen, guten Abend, meine Herren, guten Abend, die Madeln. Servus, die Burm.
Franz Konrad von Hötzendorf war einer der bekanntesten, aber auch umstrittensten Militärführer Österreich-Ungarns. Im Jahr 1906 wurde er Chef des Generalstabs, der K&K-Armee, und blieb eine zentrale Figur bis 1917. Konrad spielte eine entscheidende Rolle in der Politik vor dem Ersten Weltkrieg. Er forderte wiederholt einen Präventivkrieg, insbesondere gegen Serbien, da er den Zerfall der Monarchie befürchtete. Während des Ersten Weltkriegs plante er zahlreiche militärische Offensiven, die jedoch oft hohe Verluste verursachten und nicht den gewünschten Erfolg brachten. 1917 wurde er als Generalstabschef abgelöst, blieb aber noch im Kriegseinsatz, bevor er sich 1918 zurückzog. Engelbert Dollfuß war ein österreichischer Politiker und Bundeskanzler in einer der schwierigsten Phasen der ersten österreichischen Republik. Vom ganzen Herzen danke ich euch, dass ihr zu Tausenden heute hierher gekommen seid zu dieser schönen Kundgebung. Er wurde 1892 in Niederösterreich geboren und machte zunächst Karriere als Landwirtschaftsexperte, bevor er 1932 zum Bundeskanzler aufstieg. In einer Zeit großer wirtschaftlicher und politischer Krisen begann er, das demokratische System schrittweise auszuschalten. 1933 löste er das Parlament auf und regierte fortan autoritär. 1934 führte er eine neue Verfassung ein und begründete damit den sogenannten Ständestaat, ein autoritäres System, das sich an konservative und faschistische Ideen orientierte. Im selben Jahr kam es zu schweren inneren Konflikten, darunter der österreichische Bürgerkrieg. Am 25. Juli 1934 wurde Dollfuß während eines gescheiterten nationalsozialistischen Putschversuches im Bundeskanzleramt in Wien ermordet. Bis heute gilt er als einer der umstrittensten Persönlichkeiten der österreichischen Geschichte. Ernst Marischka zählte zu den bekanntesten österreichischen Filmregisseuren des 20. Jahrhunderts. So ähnlich war es auch. Ernst Marischka drehte hier einige Szenen seines neuen Farbfilms Sissi, die Berühmt junge Kaiserin. wurde er vor allem durch die weltbekannten Sissi-Trilogie mit Romy Schneider, die in den 1950er Jahren große Erfolge feierte. Neben seiner Arbeit als Regisseur war er auch als Drehbuchautor, Produzent und Liedertexter und prägte das österreichische Nachkriegskino entscheidend. Katharina Schratt zählte zu den bekanntesten Schauspielerinnen Österreichs. Berühmt wurde sie vor allem durch ihre enge Freundschaft mit Kaiser Franz Josef, mit dem sie über viele Jahrzehnte verbunden war. Neben ihrer Karriere am Wiener Burgtheater galt sie als charmante und einflussreiche Persönlichkeit der Wiener Gesellschaft. Josef Beppo Mauhardt war ein bedeutender österreichischer Manager und Fußballfunktionär. Seine Karriere begann als Journalist.
bevor er ab 1970 im Finanzministerium unter Hannes Androsch tätig war. Später machte er sich vor allem als Manager der Austria Tabak einen Namen, deren Vorsitzender er von 1988 bis 1995 war. Besonders prägend war seine Zeit als Präsident des österreichischen Fußballbundes. Auch nach seiner aktiven Karriere engagierte sich Mauhart in dem Bereich Kultur und Bildung. Gerhard Hanapi war einer der größten österreichischen Fußballer des 20. Jahrhunderts und zugleich ein erfolgreicher Architekt. Gerhard Hanapi, der Gschrot, ist der vielleicht erfolgreichste Fußballer Österreichs überhaupt. Er wurde 1929 in Wien geboren und spielte zunächst für Wacker Wien, bevor er 1950 zu Rapid Wien wechselte. Dort feierte er große Erfolge und gewann unter anderem 7 Meistertitel. Auch im Nationalteam war Hanapi eine zentrale Figur. Er absolvierte 93 Länderspiele und erreichte mit Österreich bei der Weltmeisterschaft 1954 den 3. Platz, den größten Erfolg der österreichischen Fußballgeschichte. Nach seiner aktiven Karriere schlug er einen ungewöhnlichen Weg ein und wurde Architekt. Sein bekanntestes Werk ist das Wiener Weststadion, das später nach ihm benannt wurde. Er gilt bis heute als außergewöhnliche Persönlichkeit, die Sport und Architektur auf eine einzigartige Weise verbunden hat. Otto Wagner gilt als einer der bedeutendsten Architekten der Wiener Moderne und des Jugendstils. Er prägte das Wiener Stadtbild mit Bauwerken wie der österreichischen Postsparkasse und den Stationen der Wiener Stadtbahn. Wagner setzte auf moderne Materialien und funktionale Architektur und wurde damit zu einem Wegreiter der modernen Architektur in Europa. Hans Hollein war einer der bedeutendsten österreichischen Architekten des 20. Jahrhunderts und ein wichtiger Vertreter der postmodernen Architektur. Bekannt wurde er unter anderem durch das Haashaus in Wien sowie seine moderne und innovative Verbindung von Architektur, Kunst und Design. Sein berühmtes Motto "Alles ist Architektur" prägte sein gesamtes Schaffen und machte ihn international bekannt. Für seine Arbeiten erhielt er 1985 den renommierten Pritzker-Preis und gilt bis heute als prägende Persönlichkeit der postmodernen Architektur. Klaus Windpolz war einer der bekanntesten deutschsprachigen Fernsehschauspieler seiner Zeit. Große Popularität erlangte er durch Fernsehserien wie Schloss Orth, Der Bergdoktor und die Schwarzwaldklinik. Neben seiner Theaterkarriere arbeitete er auch als Moderator und Hörspielsprecher und galt als charmanter Publikumsliebling.
Hans Hass war ein österreichischer Zoologe, Unterwasserfilmer und einer der bekanntesten Tauchpioniere des 20. Jahrhunderts. Mit spektakulären Unterwasserfilmen und Expeditionen machte er die Welt der Meere erstmals einem großen Publikum zugänglich. Besonders bekannt wurde er durch seine Forschungen über Haie sowie seine Filme wie Abenteuer im Roten Meer. Hans Hass gilt außerdem als Mitbegründer des modernen Sporttauchens. Władysław Rath war ein österreichischer Schriftsteller und Journalist mit polnischen Wurzeln. Während der Zeit des Nationalsozialismus wurde er verfolgt und stand auf der berühmten Schindlers Liste Nummer 231, wodurch ihm das Leben gerettet wurde. Nach dem Krieg lebte und arbeitete er weiterhin in Wien und widmet sich literarischen und kulturellen Themen. Seine Geschichte gilt bis heute als bewegendes Zeugnis dieser schweren Zeit. Gustav Klimt war einer der bedeutendsten österreichischen Maler und ein Hauptvertreter des Wiener Jugendstils und war Mitbegründer der Wiener Sezession, einer Künstlerbewegung, die neue Wege in der Kunst suchte. Besonders bekannt wurde Klimt durch seine sogenannte Goldene Periode, in der er Werke mit Blattgold schuf. Zu seinen berühmtesten Gemälde zählen Der Kuss und Adelene Bloch-Bauer I. In seinen Bildern stellte er häufig Frauen dar und behandelte Themen wie Liebe, Leben und Tod in einer dekorativen und symbolischen Sprache. Klimt war zu seiner Zeit sowohl gefeiert als auch umstritten, prägte jedoch die Kunst der Moderne. Seine Werke zählen heute zu den bekanntesten der Kunstgeschichte. Moritz von Dietrichstein war ein österreichischer Offizier, Hofbeamter und bedeutender Förderer von Kunst und Kultur. Er wurde 1775 in Wien geboren und begann zunächst eine militärische Laufbahn, in der er an mehreren Feldzügen teilnahm. Später wandte er sich verstärkt dem Hofdienst zu und übernahm wichtige Ämter im Kaiserreich. Unter anderem Hofmusikgraf, Direktor des Hoftheaters und Leiter der Kaiserlichen Hofbibliothek. In dieser Funktion trug er wesentlich zur Förderung der Musik bei und unterstützte Persönlichkeiten wie Ludwig van Beethoven. Bis heute gilt Moritz von Dietrichstein als wichtiger Kulturförderer der österreichischen Geschichte. Franz Grillparzer war einer der bedeutendsten österreichischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts und gilt als österreichischer Nationaldichter. Grillparzer wurde durch Werke wie Die Ahnfrau, Sappho und König Ottokars Glück und Ende berühmt. In seinen Stücken behandelte er Themen wie Macht, Liebe, Schuld und menschliches Schicksal und prägte damit die österreichische Literatur nachhaltig.
Katharina Fröhlich war eine österreichische Mäzenin und eine wichtige Persönlichkeit des Wiener Kulturlebens im 19. Jahrhundert. Sie war die langjährige Verlobte des Dichters Franz Grillparzer. Nach seinem Tod übergab sie seinen Nachlass der Stadt Wien und engagierte sich für die Förderung von Kunst, Literatur und Wissenschaft. Urban Loritz war ein österreichischer Benediktinerpater und Seelsorger. Er wurde im 19. Jahrhundert besonders für seinen Einsatz für arme, kranke und sozial benachteiligte Menschen bekannt. Während der Cholera-Epidemie half er freiwillig in Krankenhäusern und gründete später eine Einrichtung für verwahrloste Kinder. Nach ihm wurde der bekannte Urban-Loritz-Platz in Wien benannt. Rudolf Brack war ein österreichischer Schauspieler und einer der bekanntesten Filmstars der 1950er Jahre. Ich sehe schon, Marianne, ich hätte beim Opa Windelschrube in die Lehre gehen sollen. Aber du kommst trotzdem zu mir nach Wien, ja? Ja, sie kommt. Ich muss ja wohl. Schließlich ist ja auch morgen das große Konzert von Mariandel. Berühmt wurde er vor allem durch Heimatfilme wie Schwarzwälder Mädel, Grün ist die Heide. Mit seiner charmanten Art galt er lange Zeit als beliebter Liebhaber des deutschsprachigen Nachkriegskinos. Gottfried von Einem war ein bedeutender österreichischer Komponist des 20. Jahrhunderts. International bekannt wurde er 1947 mit seiner Oper Dantons Tod, die bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt wurde. Zu seinen bekanntesten Werken zählen außerdem Der Prozess und Der Besuch der alten Dame, mit denen er die moderne Oper entscheidend prägte. Für die Rettung eines jüdischen Musikers während der NS-Zeit wurde er später als Gerechter unter den Völkern ausgezeichnet. Caspar Einem, Sohn des Komponisten Gottfried von Einem, war ein österreichischer SPÖ-Politiker und Jurist, der von 1995 bis 1997 Innenminister sowie später Wissenschafts- und Verkehrsminister Österreichs war. Er galt als intellektueller und liberaler Vertreter der Sozialdemokratie. Besonders engagierte er sich gegen Rechtsextremismus und für Bildung, Wissenschaft und gesellschaftliche Aufarbeitung der NS-Zeit. Ferdinand Piatnik war ein österreichisch-ungarischer Kartenmaler und Unternehmer, der 1819 in Ofen, dem heutigen Budapest, geboren wurde. Er übernahm im 19. Jahrhundert eine Wiener Spielkartenwerkstatt und machte daraus die berühmte Firma Fred, Piatnik und Söhne. Mit seinen kunstvoll gestalteten Spielkarten wurde das Unternehmen international bekannt und zählt bis heute zu den bekanntesten Spieleherstellern Europas.
Peter Gürtler war ein österreichischer Hotelier und Eigentümer des berühmten Hotels Sacher in Wien. Er übernahm das traditionsreiche Familienunternehmen und begann mit dem Ausbau des Sacher-Imperiums, unter anderem durch die Übernahme des Hotels Österreichischer Hof in Salzburg. Nach seinem Tod im Jahr 1990 gingen die Hotels an seine Kinder über, während seine ehemalige Ehefrau Elisabeth Gürtler die Leitung des Unternehmens übernahm. Peter Gürtler gilt als wichtige Persönlichkeit der österreichischen Luxushotellerie. Wolfgang Denzel war ein österreichischer Rennfahrer, Ingenieur und Automobilkonstrukteur. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelte er eigene Sportwagen, die unter dem Namen Denzel bekannt wurden und bei Rennen große Erfolge erzielten. Außerdem war er einer der ersten bedeutenden Volkswagen-Händler in Österreich und prägte den österreichischen Motorsport entscheidend mit. Ja, das war das Video und die Geschichte vom Hitzinger Friedhof hier in Wien, ganz in der Nähe vom Schloss Schönbrunn. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass bitte einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal, somit verpasst du keine weiteren geschichtlichen Videos mehr von mir. Freue mich, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dein Gott Traveler. Also, ciao.